Hallo und herzlich willkommen. Heute in der nächsten Etappe der Rostsuche werde ich die beiden Kotflügel abbauen. Ich habe in dem Frontbereich bereits die Scheinwerfer und Blinker abgebaut, genauso wie die Stoßstange. Wenn du sehen möchtest, was ich dort gefunden habe, schau dir die Videos an, die ich dir oben in der Infokarte und unten in der Videobeschreibung verlinkt habe. Jetzt aber zur Sache, ich lege jetzt los. Im ersten Schritt entferne ich diese Schraube, Schlüsselweite 10 mm. Der weitere Arbeitsschritt findet in dem Spalt zwischen dem Kotflügel und der Tür statt. Hier befinden sich zwei weitere Schrauben, auch Schlüsselweite 10 mm. Die erste hier oben und die zweite normalerweise hier unten. In meinem Fall ist sie aber nicht vorhanden, das heißt, dass in der Vergangenheit der Kotflügel schon mal ausgebaut wurde. Ich lasse mich davon aber nicht abschrecken und werde die vorhandene Schraube lösen. Dafür werde ich eine Verlängerung verwenden, damit ich die Schraube erreichen kann. Trotz der ungünstigen Position habe ich die Schraube gelöst. Jetzt werde ich die Arbeit nach vorne verlagern. Hier befindet sich eine weitere Schraube, Schlüsselweite 10 mm. Jetzt befinde ich mich eine Etage höher und werde die beiden Schrauben lösen. Und jetzt sind nur noch die letzten 5 Schrauben geblieben, die sich in diesem Bereich befinden. 1, 2, 3, 4 und die 5. Jetzt kann endlich der Blinker abgenommen werden. Jetzt ziehe ich den Stecker ab und entferne den Kotflügel. Das Gröbste habe ich erledigt. Jetzt, damit ich mir den Bereich genau angucken kann, werde ich den Innenkotflügel abbauen. Die erste Schraube befindet sich hier, Schlüsselweite 10 mm. Ja, durchgerostet, sie ist sofort abgefallen. Deshalb geht es jetzt weiter. Die zweite Schraube befindet sich hier. Auch Schlüsselweite 10 mm. Die vordere fehlt, deshalb ist dieser jetzt dran. Jetzt sind endlich die letzten beiden dran. Eine befindet sich unten und die andere hinten im Radkasten. Das war der letzte Befestigungspunkt. Jetzt kann ich den Innenkotflügel entfernen. So, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Der Abbau hat hier genauso funktioniert, deshalb habe ich das ein wenig abgekürzt. Ich werde jetzt die beiden Seiten säubern und dann gucken wir uns an, was sich hinter den beiden Kotflügeln versteckt hat. Jetzt wird das kritische Auge zum Einsatz kommen. Ich werde mit der Beifahrerseite beginnen. Was sofort auffällt, ist dieser Bereich. Das ist auch die Erklärung dafür, dass der Kotflügel bereits abgebaut wurde. An dieser Stelle wurde schon mal geschweißt, wenn man das so nennen darf. Das ist eigentlich eine sehr laienhafte Arbeit, die hier durchgeführt wurde. An dieser Stelle ist auch der Gewindestift abgefallen, an dem der Innenkotflügel befestigt wurde. An zweiter Stelle befindet sich hier unten. Da sieht man ganz deutlich den Rost, der sich hier hinter der Dichtungsmasse gebildet hat. So, jetzt werde ich das kurz entfernen und dann gucken wir uns an, wie stark der Rost sich hier ausgebreitet hat. Ja, ist zum Glück keine Durchrostung, aber das ist eine Stelle, die nicht gerade schön aussieht. Mit etwas Glück lässt sich das vielleicht noch retten. Jetzt ist die Schwellerspitze dran. Hier sieht man auch den Rostansatz. Aber im Vergleich zu den beiden anderen Stellen sieht das noch relativ gut aus. Weiter geht's vorne in dem Radkasten. Da sieht man, dass hier auch schon geschweißt wurde. Der Bereich ist zwar rostfrei, sieht alles andere als schön aus. Und so sieht die Stelle von unten aus. Da sieht man, dass trotz der Instandsetzung
der Bereich trotzdem weiter rostet. Ansonsten habe ich hier auf der Beifahrerseite keine weiteren Auffälligkeiten festgestellt. Und jetzt ist die Fahrerseite dran. Sie ist noch im Originalzustand. Auf einer Seite ist es gut, weil hier keine Kunststücke beseitigt werden müssen. Auf der anderen Seite wird man hier jetzt deutlich mehr Rost sehen. Und da sieht man das schon, zum Beispiel hier eine ganz starke Durchrostung. Ich werde den Bereich auf jeden Fall ausschneiden müssen und ein neues Blech einschweißen. Die Schwellerspitze muss auch erneuert werden. In diesem Bereich sieht es zwar noch ganz gut aus, leider gibt es hier unten eine Durchrostung. Und hier oben an der Fuge gibt es zum Glück keine Auffälligkeiten. Und jetzt bin ich vorne im Radkasten. Da sieht man schon einen Rostschaden. Zum Glück ist es keine Durchrostung. Ansonsten habe ich hier keine weiteren Auffälligkeiten festgestellt. Ja, und so sieht es aus. Meine C-Klasse hat heute wieder bewiesen, dass sie in der Disziplin Rost ganz vorne mitspielen kann. Schreib mir bitte in die Kommentare, ob du mit solchen Fundstücken gerechnet hast. Ansonsten werde ich dir noch unten in der Videobeschreibung ein paar Werkzeuge verlinken, die ich sehr hilfreich finde und von dem Preis-Leistungs-Verhältnis begeistert bin. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.